15,84%, September 81 die Zinsen dann so stark fallen könnten. Also was wir haben ist Rohstoffe, die stiegen da bis einem Spitz Januar 1980, sind die Rohstoffe gefallen und ebenfalls die Zinsen, oder die bewegen sich ungefähr in gleiche Richtung. Und jetzt ist es so, die Deflationisten behaupten, dass die Zinsen auf den 10-Jährigen noch wesentlich weiter fallen werden, auf unter 2% hier. Und ich glaube also eher weniger, dass das passieren wird. Denn was geschehen ist in den letzten 12 Monaten, ist doch das Folgende. Die Zinsen sind gefallen und haben, also das ist meine Ansicht, ein Tief erreicht am 18. Dezember 2008, als die 10-jährigen Zinsen auf 2,08% fielen und die 30-jährigen auf 2,53%. Und dann hat sich ja die Wirtschaft noch wesentlich verschlechtert in den Monaten Januar, Februar, März, aber die Zinsen sind dann nicht mehr gefallen, sondern leicht gestiegen. Und deshalb glaube ich also, dass die Zinsen da eher nach einem 27-jährigen Bull Market, also OSE für die Obligationen und ein Fallen der Zinsen während 27 Jahren. Also ich nehme an, dass irgendwo in dieser Umgebung, also zwischen Dezember 2008 und Ende des nächsten Jahres, dass also die Zinsen so ein Meilenstein-Tief erreichen werden, wie wir hier einen Meilenstein-Hoch hatten im Jahre 1981. Oder dass dann die Zinslandstruktur steigt, insbesondere auf den Staatsanleihen in Amerika. Und ich werde noch erklären, weil natürlich die Zinsen auch steigen können, wenn die Bonität einer Anleihe sich verschlechtert. Das hat nicht nur mit Inflation zu tun. Aber ich möchte nochmals auf das Folgende zurückkommen. Nicht die Geldpolitik der Amerikaner, die eigentlich immer nur die Kerninflation abzielt und sich nicht mit Anlageblasen befasst, ist natürlich außergewöhnlich. In dem Sinne, dass eben auch wenn wir einen Goldstandard haben oder eine beschränkte, sagen wir, ein System haben, wo die Geldmenge sich eigentlich nicht wesentlich erweitern kann und das Kreditwesen relativ kontrolliert ist, wie das 19. Jahrhundert in Amerika. Wir hatten ja einen deflationistischen Boom im 19. Jahrhundert. Die Bevölkerung stieg von 4 Millionen im Jahre 1800 auf 90 Millionen im Jahre 1900 und wir hatten die gesamte Industrialisierung der Vereinigten Staaten und real gemessen, also sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen zunahmen, real gemessen, weil die Preise fielen und die Einkommen waren ungefähr flach oder stiegen leicht, sodass also die Erschwinglichkeit sich erhöhte und real gemessen die Einkommen sehr stark stiegen. Aber auch zur damaligen Zeit hatten wir Anlagebubbles, oder wir hatten Anlagemanien bei den Eisenbahnen und bei den Kanälen und in den Immobilien und so weiter. Das ist schon vorgekommen. Oder auch in den letzten 30 Jahren. Wir hatten, wie gesagt, einen Boom in den Commodities, insbesondere da in den 70er Jahren, 1970 bis 1980. Der Preis vom Gold stieg von $35 pro Unze auf 850. Der Ölpreis von $3 pro Fass auf knapp 50 und so weiter. Aber in der Vergangenheit, und das müssen Sie sich so vorstellen, angenommen, wir haben konstante Geldmenge in diesem Saal und jemand macht eine Erfindung hier, die vielversprechend ist in Bezug auf die Gewinnlage, oder jemand entdeckt ein Rohstoffvorkommen, ein Ölvorkommen oder Goldvorkommen, so, dann ist es klar, dass das Geld in diesem Zimmer vom hinten da nach vorne fließen wird, um eben da die Gewinne zu realisieren. Und dann, was passiert? Da gibt es hier einen Boom und die Preise steigen dann in diesen, sagen wir, in einer Minenstadt. Und
hinten am Saal kommt es zu einer Deflation, weil das Geld sich so verschiebt. Aber das hat es immer gegeben. Eben in den 70er Jahren sind die Rohstoffe gestiegen, aber wie gesagt, die Obligationen sind sehr stark gefallen. Und dann in den 80er Jahren, 85 bis 90, hatten wir den Boom in Japan und Taiwan, aber es gab keinen Boom bei den Rohstoffen und in anderen Ländern. Also es war immer konzentriert. Auch der TMT-Sektor, Jahr 2000, wir hatten keinen allgemeinen Börsenboom. Das gab es nicht. Die sogenannten Old Economy Stocks, also die Minengesellschaften, die Schiffsgesellschaften, die Stahlgesellschaften und so weiter, die Ölgesellschaften, waren tief bewertet. Die hohe Bewertung fand nur in einem Sektor statt, den TMT-Sektor. Also Sie müssen sehen, was der Herr Bernanke und der Herr Greenspan erreicht haben. Die haben also es erreicht, eine Anlageblase überall herzustellen. Das ist also eine unwahrscheinliche Leistung. Das ist 2002 bis 2008 ist alles gestiegen. Immobilien weltweit, Aktien weltweit, also nicht nur in einem Land, auch in Schwellenländern und überall. Und dann Rohstoffe, natürlich auch weltweit, weil es einen Weltpreis gibt. Und Obligationen sind gestiegen, Kunstpreise sind gestiegen. Und so Sammelobjekte, die völlig wertlos sind auch gestiegen. Das Einzige, was gefallen ist, ist der amerikanische Dollar. Also 2002 bis 2008, alles steigt, der Dollar ist schwach. Und dann kommt 2008 und alles bricht ein, ganz gewaltig, aber der Dollar ist stark. Und das ist ein Verhältnis, das Sie sich vor Augen halten müssen. Wenn der Dollar schwach ist, ist das ein Zeichen, dass die Weltliquidität expandiert. Ich werde auf das zurückkommen. Wenn der Dollar stark ist, ist das ein Zeichen, ein Symptom, dass die Weltliquidität sich verknappt. Also eine expansive Geldpolitik in Amerika führt grundsätzlich zu einem schwachen Dollar. Und wenn das Geld sich verknappt, dann steigt der Dollar. Und das können Sie auch sehen. Wie gesagt, der Ölpreis erreichte sein Tief Ende 2008 bei $32 und ist dann gestiegen. Und dann erreichte der Dollar nach seiner Hausse im Jahre 2008 seinen Höchstpunkt am 28. Februar 2009. Und dann begann der Dollar zu fallen und die Börse erreichte in Amerika, der S&P, erreichte sein Tief am 6. März 2001 bei 666. Also seit März sind dann die Vermögenswerte wieder gestiegen, der Dollar ist gefallen. Das ist die Frage, oder, wie lange das noch weitergehen wird. Aber kurz und gut, ich möchte noch beifügen, dass natürlich diese Krise außergewöhnlich ist in Bezug auf die Vernichtung der Vermögenswerte. Also die Aktien sind um 32 Billionen geschrumpft, also im Wert. Jetzt haben sie sich etwas erholt. Und was außergewöhnlich ist und was die Ökonomen auch wieder nicht erwähnen in Amerika, man muss sich also schon fragen, was sie gelernt haben an den Universitäten, ist, dass diese Krise in Bezug auf den Häusermarkt natürlich ganz verschieden ist. Schauen Sie, 73, 74 hatten wir auch eine Weltwirtschaftskrise und das war also sehr unangenehm. In Hongkong ist der Hang Seng Index um 90% gefallen. Und dann hier 81, 82 war auch eine bittere Krise. Aber die Häuserpreise sind nie gefallen in Amerika. Das ist das, oder da 1990 sind sie kurz gefallen, aber nur wegen einem Staat, wegen Kalifornien. Andere Staaten sind die Häuserpreise nicht gefallen. Aber hier sind sie stark gefallen. Nun, der Herr Bernanke sagt natürlich, das Problem ist, dass die Häuserpreise gefallen sind. Aber ich sage, nein, nein, das ist nicht das Problem. Wenn Sie ein Haus kaufen und das 100%ig selbst finanzieren, also Sie haben keine Kredite, ist doch das völlig wurscht, ob das Haus um 20% steigt im Wert oder 20% fällt.